Mars Hydro hat ein neues Modell ihres Clip-Fans auf den Markt gebracht, angeblich verbessert. Ich habe ihn bekommen, getestet und repariert. In diesem Video schauen wir uns zuerst den Unterschied zum alten Modell an und dann, ob sich wirklich etwas verbessert hat. Spoiler, hat es nicht. Auf den ersten Blick wirkt das neue Modell tatsächlich etwas verbessert. Die Halterung wurde überarbeitet und lässt sich jetzt an 2 Punkten verstellen. Damit kann man den Ventilator etwas flexibler ausrichten. Praktisch für enge Grauzelte mit wenig Spielraum. Auch am Rotor hat sich etwas getan. Statt 3 Flügeln wie beim alten Modell hat der neue jetzt 5. Ob das wirklich einen Unterschied macht, schauen wir uns gleich noch im Detail an. Die Geschwindigkeitsregelung wurde ebenfalls überarbeitet. Der alte Lüfter hatte 3 Stufen, der neue gleich 10. Auch die Schwenkfunktion ist nun einstellbar. Man kann zwischen 45 und 90 Grad Schwenkwinkel wählen. Klingt erstmal sinnvoll, vor allem wenn man die Luft gezielter lenken möchte. Jetzt zum Anschlussbereich. Der neue Ventilator hat zusätzlich einen RJ12-Port bekommen, um ihn mit dem Mars Hydro Controller zu verbinden. Besonders clever ist dabei die Platzierung der Anschlüsse. Nicht etwa auf der Rückseite, das wäre ja langweilig. Stattdessen hat man sich für eine gegenüberliegende Position entschieden. Damit bekommt man ganz nebenbei die Funktion eines automatischen Kabelabwinklers geschenkt. Vielleicht wurde bei der Entwicklung einfach vergessen, dass der Lüfter eine Schwenkfunktion hat. Solche Kleinigkeiten können im Eifer des Gefechts schon mal durchrutschen. Auf dem Papier hat sich also einiges getan. Aber bringt das auch praktisch etwas? Zeit für ein paar Messwerte. Um zu testen, ob das neue Rotordesign auch wirklich einen Unterschied macht, habe ich die Lautstärke beider Modelle gemessen. Einmal auf der niedrigsten und einmal auf der höchsten Stufe. Der alte Lüfter lag bei 32 Dezibel auf Stufe 1 und 47 Dezibel bei voller Drehzahl. Der neue ist auf Stufe 1 mit 31 Dezibel minimal leiser. Auf voller Leistung dafür etwas lauter, 49 Dezibel. Klingt nach wenig, aber in der Praxis ist der Unterschied deutlich hörbar. Der neue Ventilator produziert ein hochfrequentes Summen, der alte Lüfter klingt dabei sanfter und weniger nervig. Ist natürlich subjektiv, aber für ein Gerät, das mehrere Wochen durchläuft, nicht ganz unwichtig. Als nächstes habe ich mir angeschaut, ob der neue Rotor auch die Luft besser bewegt. Dafür habe ich mein Anemometer mit einem Adapter vor den Lüfter gehalten. Nicht super wissenschaftlich, aber besser als raten. Gemessen wird die Luftgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Ergebnis: Der neue Ventilator schafft 5,68 Meter pro Sekunde. Der alte kommt auf 5,62. Also praktisch kein Unterschied. Der Stromverbrauch: Der neue zieht maximal 1,47 Ampere. Der alte lag bei 1,8. Die Werte schwanken allerdings stark, je nachdem, ob die Schwenkfunktion aktiv ist oder nicht. Also nicht wirklich aussagekräftig. Unterm Strich: Der neue Rotor bringt keinen spürbaren Leistungsvorteil, ist dafür aber nerviger im Ton. Das klingt schon mal vielversprechend für den Reparaturteil. Der mir zugeschickte Ventilator sah auf den ersten Blick funktionsfähig aus, fiel aber direkt nach dem Einschalten wieder aus. Nach ein bisschen Wackeln an der Schwenkhalterung lief er plötzlich wieder. Von außen sind am Kabelanschluss schon leichte Knickspuren zu erkennen. Wenn das Kabel hier noch intakt ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es beschädigt wird. Ich würde jedem empfehlen, das Kabel mit einem Kabelbinder am Haltearm des Lüfters zu fixieren. So, dass er noch schwenken kann, aber das Kabel nicht einfach nach unten hängt und dadurch ständig knickt. Wie beim alten Modell sind auch hier die Gehäuseschrauben unter dem Etikett versteckt. Im Inneren hat sich allerdings einiges verändert. Das Innenleben des neuen Modells unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger. Auch die Schwenkmechanik wurde überarbeitet. Beim alten Modell wurde die Motorwelle direkt in den Arm gesteckt. Hier wird die Kraft über ein Zahnrad übertragen. Falls ihr das alte Modell selbst noch habt, ich habe dazu bereits ein Reparaturvideo gemacht. Das verlinke ich euch am Ende dieses Videos. Die Fehler sind ziemlich ähnlich, aber die Umsetzung ist trotzdem anders. Die Kabel wirken auf den ersten Blick etwas dicker, aber sie sind sehr steif für feindrätige Adern. Das spricht eher für minderwertige Qualität. Schon an den Schutzschläuchen sieht man leichte Schleifspuren. Diesmal war der Fehler nicht sofort sichtbar. Es war etwas mehr Gefrickel nötig. Um den Haltearm zu zerlegen, muss zuerst die Schraube am Zahngans gelöst werden. Dann wird der Zahngans vorsichtig nach oben abgehebelt, am besten Stück für Stück rundherum. Zu viel Kraft auf einer Seite könnte ihn beschädigen. Anschließend entfernen wir noch die Dichtung und das Kugellager nach oben hin. Wenn der Halter geöffnet ist, zeigt sich, Mars Hydro hat aus dem alten Modell anscheinend nichts gelernt. Die Kabeleinführung weist bereits sichtbare Schäden auf. Vermutlich wurde die Tülle im Werk einfach als gerade Form auf das Kabel gegossen und bei der Montage kurzerhand um 90 Grad nach oben gebogen. Aber das ist noch nicht das Hauptproblem. Nach etwas genauerer Untersuchung habe ich die Fehlerquelle dann gefunden. Wieder ist das Kabel direkt an der Tülle gebrochen, verursacht durch die Schwenkbewegung.
Diesmal ist sogar die Isolierung aufgerissen, einige Kupferdrähte stehen heraus. Betroffen ist sichtbar nur das rote Kabel, aber beim schwarzen spürt man auch schon Schäden. So viel also zum verbesserten Modell. Die eingeklebte Tülle habe ich zunächst vorsichtig mit dem Skalpell entfernt, weil ich sie eigentlich wiederverwenden wollte. Da aber der Kabelmantel fest mit der Tülle vergossen ist, kann man sich das sparen und die Tülle einfach herausziehen. Auch der Schrittmotor wurde geändert. Das neue Modell verwendet eine kleinere Variante. Vermutlich reicht der kleinere Motor aus, weil der Zahnradantrieb das nötige Drehmoment verändert. Früher war hier ein 35BYJ46 verbaut. Ich habe außerdem einige Kommentare gelesen, in denen von klackernden Geräuschen die Rede war. Wenn diese nur bei eingeschalteter Schwenkfunktion auftreten, könnte es an der Motorhalterung liegen. Die schwarze Platte, auf die der Motor geschraubt ist, sitzt im Gehäuse in 2 Nuten, mit relativ viel Spiel. Beim Richtungswechsel schlägt der Motor samt Platte gegen die Nut und erzeugt das Geräusch. Bei meinem Modell war das nicht zu hören. Wenn dein Lüfter betroffen ist, prüfe mal, wie viel Spiel die Motorplatte hat. Ich würde jedoch davon abraten, sie komplett festzuklemmen. Das Spiel könnte nötig sein, um Fertigungstoleranzen von Motor und Zahnrädern auszugleichen. Stattdessen kann man links und rechts in die Nut je ein kleines Stück Gummiring legen. Das dämpft das Geräusch, lässt aber noch genug Spiel übrig. Zur eigentlichen Reparatur. Auch diesmal musste ein Stück Kabel durch eine hochwertige Einzelader ersetzt werden. Am offenen Fuß des Lüfters wird auch noch einmal deutlich, warum das Kabel gebrochen ist. Die gerade Hülle im Inneren wurde einfach nach oben gebogen. Das Kabel wurde dabei unter Spannung gesetzt und auf der gegenüberliegenden Seite gegen die scharfe Platine des RJ12-Steckers gedrückt. Bei jeder Schwenkbewegung wurde es dann über diese scharfe Kante gebogen. Um die Reparatur zu vereinfachen, habe ich diesmal die alten Kabel nicht aus der Platine ausgelötet, sondern einfach gekürzt und die neuen Adern daran angelötet. Die Lötstellen wurden mit Schrumpfschlauch isoliert. Die scharfe Kante der Platine habe ich vorsichtig mit einer Feile entgradet, damit sie das Kabel künftig nicht mehr beschädigt. Die neuen Kabel wurden dann sauber mit Kabelbindern fixiert, damit sie sich möglichst wenig bewegen. Wichtig, die Platine muss beim Einbau richtig herumsitzen. Das graue Kunststoffteil gehört an den unteren Rand. Zusätzlich habe ich noch Schrumpfschlauch über die gefährdete Kabelstelle geschoben, für extra Schutz. Ein paar Tropfen Silikonöl sorgen dafür, dass später alles schön reibungsarm läuft. Beim Zusammenbau sollte das Zahnrad des Arms möglichst mittig auf das Zahnrad des Motors gesetzt werden. Man muss nicht ganz genau treffen, der Motor überspringt beim ersten Einschalten der Schwenkfunktion einfach so lange seine Schritte, bis die Position passt. Die äußeren Lötstellen am Kabel werden ebenfalls mit Schrumpfschlauch geschützt und das Kabel am Halterarm befestigt. Der Lüfter funktioniert jetzt wieder einwandfrei und wird vermutlich noch eine ganze Weile durchhalten. Wieder ein Gerät weniger, das unnötig auf dem Müll landet. Was mich aber wirklich überrascht, Mars Hydro hat es geschafft, aus den Fehlern des Vorgängers nichts zu lernen. Auch dieses Modell wird zu großen Teilen wegen eines simplen Konstruktionsfehlers ausfallen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze beim alten Mars Hydro Clip-Fan ausgesehen hat, schaut euch gerne mein anderes Reparaturvideo dazu an. Da war der Kabelbruch noch einfacher zugänglich, aber das Grundproblem war exakt dasselbe. Ich verlinke euch das Video direkt hier und in der Beschreibung. Zum Test habe ich den Lüfter außerdem an meinen Spider-Farmer Controller angeschlossen. Eine Steuerung war darüber allerdings nicht möglich. Da ich aktuell mit anderen Projekten ausgelastet bin, habe ich das aber auch nicht weiter untersucht. Falls ihr nach einer haltbaren Alternative sucht, schaut euch mein Video zur Umluft mit PC-Lüftern an. Die passenden 3D-Druckteile gibt es jetzt im Shop, Link in der Beschreibung. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr noch mehr spannende Projekte sehen wollt, abonniert gerne den Kanal und klickt auf den Like-Button. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch gerne mal eure Erfahrungen mit verschiedenen Clip-Fans in die Kommentare. Ist euch auch schon anderes Grow-Equipment kaputt gegangen? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.